Macht eine Fahrzeugaufbereitung vor dem Winter für den Winter Sinn? Das wollen wir uns in diesem Video mal anschauen. Uns erreicht immer wieder die Frage von euch und auch von Kunden, macht eine Fahrzeugaufbereitung vor dem Winter bzw. für den Winter Sinn? Wir haben uns das Thema mal angeschaut und wollen euch in diesem Video eine Empfehlung geben, welche Schritte wir durchführen, was man machen kann, um ein Auto vernünftig auf den Winter vorzubereiten. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ich würde sagen, wir gucken uns den Ausgangszustand an und sehen uns danach gleich wieder. Wir starten wie immer mit der Vorwäsche und den Felgen. Felgenreinigung ist jetzt im Winter nichts Besonderes, sage ich jetzt nichts mehr weiter dazu. Bei der Vorwäsche verwenden wir den Greenstar, also einen leicht alkalischen Vorreiniger. Den können wir hier in einer ein bisschen milderen Konzentration von so 1:20 verwenden im Sommer. Wenn ihr euch ans Insektenvideo erinnert, nehmen wir gerne 1:10, weil wir eben diese ganzen hartnäckigen Insektenverschmutzungen auf der Oberfläche haben. Jetzt haben wir eigentlich nur Salz. Streusalz ist wasserlöslich, ist relativ unproblematisch und halt den ganzen Schmutz, der klebt. Dafür reicht eine mild-alkalische Konzentration des Vorreinigers aus. Mein Vorteil ist eben hier, dass ich bei der Schaumlanze, die kennt ihr ja bereits von uns, die Konzentration direkt einstellen kann. Das heißt, ich gebe den Greenstar hier pur rein, stelle an der Lanze die Konzentration auf 1:20, wobei ich glaube, ich habe die Auswahl zwischen 1:17 und 1:24. Da werde ich mich dann gleich mal ausprobieren, welche Konzentration besser ist vom Schaumbild. Und dann würde ich sagen, wir starten mit den Felgen, dann mit der Vorwäsche, dann mit der Hauptwäsche und dann sehen wir uns immer wieder zwischendurch wieder, wenn es was zu sagen gibt. Ansonsten hört ihr mich gleich, wenn ihr die Bilder seht. Falls ihr nicht so eine Schaumlanze habt, wo ihr das Mischungsverhältnis direkt einstellen könnt, blenden wir euch nochmal einen Link ein zu dem Video, wie ihr bei eurer Schaumlanze das Mischungsverhältnis an dem Knopf herausfinden könnt. Findet ihr hier, dann könnt ihr auch da sicher 1:20 verdünnen. Ihr habt gesehen, wie dreckig dieses Auto war und jetzt will ich euch mal zeigen, wie wichtig eine gute Vorwäsche ist. Ich mache es mal ganz vorsichtig. Es ist natürlich noch dreckig und wir brauchen die Handwäsche, gar keine Frage. Aber dafür, dass das Auto wirklich wochenlang durch Schnee gefahren ist, das war komplett schwarz die Seite und jetzt ist hier immer noch Schmutz da. Deswegen ist die Handwäsche sehr wichtig, aber eben auch die Vorwäsche, um zu zeigen, dass das Auto jetzt einfach wieder silber oder beziehungsweise grau ist und nicht mehr matschig braun. Deswegen immer dran denken, Vorwäsche ist wirklich das A und O, damit wir den ganzen losen Schmutz, der später Kratzer macht, entfernen. Dann die schonende Handwäsche, bei so einem Verschmutzungsgrad auch gerne mit der Multi-Wash-Methode. Also viele Handschuhe nehmen, damit wir den Dreck, den wir hier unten aufnehmen oder auch hier oben aufnehmen, auf der Haube, habt ihr es auch gesehen, nicht ums ganze Auto bringen oder in unser Waschwasser bringen. Deswegen werden wir auch mit mehreren Waschhandschuhen waschen. Fangen jetzt auch mit den Felgen an und dann geht es an den Lack.
Wunderbar, das Auto ist gewaschen. Jetzt geht es an den ersten Schritt der Lackaufbereitung. Die Anwendung der Lackreinigungsknete, um diese ganzen Partikel, die Anhaftungen, die sich mit der Zeit bilden, zu entfernen, ist ganz wichtig vom Polieren. Ansonsten sammeln sich die Partikel im Polierpad und das Polierergebnis wird deutlich schlechter. Bevor ich starte, ist jetzt auch ein richtiger Moment, um über den Sinn und Zweck und den Umfang dieser Aufbereitung zu sprechen. Man kann natürlich vom Winter alles machen. Man kann eine zweistufige, dreistufige, fünfstufige Politur mit Keramik, alles drum und dran machen. Aber wenn wir jetzt wirklich nur mal den Zweck betrachten, wir wollen das Auto für den Winter konservieren, wollen die Reinigung erleichtern und wollen vielleicht auch budgetorientiert arbeiten, dann empfiehlt es sich, eine einstufige Politur zu machen mit einer milden, also mittleren bis feinen Politur. Einfach um dem Lack wieder ein bisschen Glanz einzuhauchen und die Oberfläche zu ebnen, damit unser Lackschutz nachher gut hält. Das wollen wir jetzt hier auch machen. Das heißt, wir werden jetzt das halbe Auto nach der Wäsche vorbereiten, kneten, polieren und dann die Hälfte versiegeln, um dann auch mal in den nächsten Videos einen Verlauf zu sehen, wie sich oder ob sich ein Unterschied bemerkbar macht zwischen einem winteraufbereiteten Auto und einem ganz normalen, nur gewaschenen Auto im Laufe der Zeit. Das wollen wir uns dann anschauen. Wir werden insgesamt 3 Videos machen. Einmal Video Nummer 1, die Wäsche und die Vorbereitung auf die Versiegelung. Video Nummer 2, die Lackversiegelung für den Winter. Da werden wir auch noch mal drüber sprechen, was Sinn macht und was nicht. Video Nummer 3, der Vergleich und die richtige Wäsche im Winter. Das heißt, wir starten hier mit dem ersten Teil der Videoserie. Wir fangen jetzt auch an zu kneten. Ich könnte jetzt auch ein Knetgleitmittel nehmen, geht genauso, aber wenn das Auto eh noch nass ist, kann ich mir da einfach ein bisschen Material sparen, indem ich einfach hier meinen sauberen Eimer nehme, einen Waschhandschuh, Shampoo-Wasser und dann kann ich damit auch wunderbar kneten. Gleiteigenschaften sind da. Dann einmal in der Mitte falten und so habt ihr im Idealfall immer eine saubere Seite. Wenn es irgendwann keine saubere Seite beim Falten mehr gibt, einmal wirklich komplett durchkneten. Und wenn es dann keine saubere Seite mehr gibt, dann muss die Knete in den Müll. So können wir wirklich das ganze Fahrzeug, beziehungsweise in dem Fall das halbe Fahrzeug einmal kneten. Dann spülen wir es nochmal ab, trocknen es und dann geht es an die Trockenaufbereitung, nämlich die Lackpolitur. Wenn ihr jetzt gar nicht knetet, dann würden sich diese ganzen Anhaftungen beim Polieren lösen. Das wird das Polierpad verstopfen, das Polierergebnis wird schlechter. Die Politur könnte klumpen, ihr könntet Haze oder Hologramme bekommen, also ein Grauschleier oder Polierhologramme. Und wenn ihr die Knete nicht faltet, dann zieht ihr natürlich diesen ganzen Dreck komplett über den Lack und macht einfach derbe Kratzer. Ne? Kneten ist eine mechanische Reinigung der Oberfläche und es wird Knetspuren verursachen. Das heißt, ich würde nie kneten, ohne zu polieren. Aber die Knetspuren sind so fein, dass sie selbst mit einer Hochglanzpaste weggehen, wenn ihr darauf achtet, die Knete regelmäßig zu falten. Wir haben den Wagen jetzt umgeparkt, er steht jetzt über unserer Hebebühne, das heißt, wir können ihn gleich zum Polieren hochheben und wir wollen ja auch im nächsten Video 2 Räder noch versiegeln, bzw. 2 Felgen versiegeln. Jetzt im nächsten Schritt wird er erstmal gründlich getrocknet mit dem Blower Pro, also mit einem Lacktrockner im Endeffekt, damit der beim Polieren nicht überall Wasser verliert und uns das Polierergebnis zerstört und vor allen Dingen beim Versiegeln nachher wäre das natürlich noch schlimmer. Das tun wir jetzt und dann sehen wir uns nochmal wieder, dann geht es nämlich ans Abkleben und dann ans Polieren. Okay, wir sind soweit mit der Vorbereitung für die Aufbereitung fertig. Wir kleben jetzt einmal die Mitte ab, damit wir am Ende eine saubere Kante haben und auch im übernächsten Video vergleichen können, was so eine Winteraufbereitung bringt. Es geht jetzt bei der Politur primär gar nicht darum, Kratzer zu entfernen. Das müsst ihr mit dem Kunden mal selber besprechen. Brauche ich da eine einstufige, eine zweistufige, was auch immer für eine Politur. Ich will einfach nur zeigen, dass wir als Vorbereitung für die Lackversiegelung den Lack einmal polieren sollten, damit wir wirklich eine ebene, möglichst glatte und glänzende Oberfläche haben, damit die Versiegelung gut hält und am Ende auch schön aussieht. Deswegen nehmen wir hier ein einstufiges Polierverfahren. Das ist eh ein grauer Lack, das Auto ist relativ neu. Ich habe gerade mal geguckt, man sieht einfach keine Swirls. Mit Sicherheit werden welche da sein. Wie gesagt, es ist fast ein Jahr altes Auto und hat auch Waschstraße gesehen. Aber es geht dabei jetzt primär nicht um die Defektkorrektur, sondern mehr um die Vorbereitung für die Lackversiegelung in welcher Form auch immer. Aber eine Sache, bevor wir starten, würde ich euch gerne noch zeigen. 2 Sachen. Einmal hier auf der Motorhaube. Wir sehen, hier sind so ein paar Flecken. Das kann alles Mögliche sein. Es kann durchaus auch mal vom Streusalz sein, dass es einfach lange drauf ist, dann scheint mal die Sonne, dann kann sich sowas abbilden. Oder auch noch ein Überbleibsel aus dem Herbst, Sommer, wenn das Auto seitdem nicht aufbereitet wurde. Das werden wir natürlich versuchen zu beseitigen, weil wir wollen auch eine optisch schöne Oberfläche haben. Und dann will ich euch noch eine Sache zeigen, kommt mal mit rüber hier. Gerade bei einer Aufbereitung, die einen Tick schneller gehen sollte, wir haben es euch schon mal bei unserem Video zur Verkaufsaufbereitung gezeigt oder auch hier, wenn es mehr um die Lackvorbereitung geht, ist es aber umso wichtiger, wenn man Polituren hat, die eben auskreiden, wie man hier schön sieht,
diese Kunststoffe vorher abzukleben, damit wir trotz der Zeitersparnis, die wir beim Polieren haben wollen, nicht Gefahr laufen, dass wir mit einer großen Maschine hier drauf polieren, den Kunststoff zerstören oder, das ist hier der bessere Fall, weil es geht relativ einfach weg, wenn man jetzt wirklich ein bisschen reibt, Politurreste hinterlassen, deswegen kleben wir das auf jeden Fall ab. Entfernen später dann die Politurreste, wollte ich nur noch mal zeigen. Also abkleben, dann kleben wir die Hälfte ab und dann geht es ans Polieren. Wir sind fertig mit dem Abkleben, wir gehen ans Polieren. Wir haben uns jetzt für die F601 entschieden, eine Medium-Cut-Politur, die sich aber auf, sage ich mal, nicht unischwarz auch gut ins Finish fahren lässt. Da haben wir noch mal ein bisschen mehr Cut, können die Oberfläche optimal vorbereiten. Man kann jetzt auch gerade bei dunklen Lacken eine M302, also eine reine Finish-Politur nehmen und damit arbeiten. Wir nehmen dazu die passenden Pads in der richtigen Farbe, in allen Größen, PXE oder kleine Teller, 80er Teller, dass wir damit durchstarten können. Wir gehen einmal ums Auto rum, beziehungsweise ums halbe Auto, polieren das jetzt zu zweit. Der liebe Mo hinter der Kamera wird mir jetzt ein bisschen helfen. Und wenn wir durch sind, sehen wir uns nochmal zur Abmoderation, zur Überleitung fürs zweite Video. Da geht es ja nämlich um die Lackversiegelung. Aber erstmal geht es ans Polieren. Wir sehen uns. Bis dann. Ein kleiner Trick, um Zeit zu sparen, gerade wenn man ein bisschen schneller arbeiten möchte, ist, wenn die Politur noch nicht richtig durchgefahren ist, das Polierpad einmal mit Druckluft auszupusten und dann nochmal rüber zu fahren. Dadurch entferne ich überschüssige Politur und kann mit dem Rest sozusagen die Politur optimal durchfahren und habe ein perfektes Ergebnis. Das machen wir hier auch, so sind wir einfach schneller und haben ein glänzenderes Finish. Könnt ihr gerne nachmachen. Viel Spaß dabei. Auch nochmal ein kleiner Trick zum Zeitsparen. Wischt die Politur gleich mit Entfetter ab. Wir nehmen hier Silikonentferner und spart ihr euch die Arbeit nachher vor der Versiegelung irgendwie den Lack zu entfetten. Könnt gleich die Politur mit runterwischen und spart euch die Zeit dafür. Das Auto ist jetzt optimal vorbereitet, um versiegelt zu werden. Die Schritte, wie wir vorgehen, haben wir euch gezeigt. Wie gesagt, wenn es um eine Defektkorrektur geht, müsst ihr vielleicht noch einen Schritt vorschalten. Und wenn es unischwarz ist, noch einen Schritt hinterher. Aber insgesamt geht es darum, die Oberfläche vorzubereiten, um eine Versiegelung besser haften zu lassen. Darum geht es im nächsten Video. Ich nehme schon mal vorweg, wir werden hier ein Handwax, also ein hybrides Wachs auftragen, dazu aber wie gesagt im nächsten Video. Und dann werden wir uns auch anschauen, ob sich das Ganze lohnt, ein Auto vom Winter aufzubereiten, ob das überhaupt einen Sinn hat und ob das den Dreck abhält. Vielen Dank fürs Zuschauen, schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder mit ein, abonniert den Kanal, um keine Videos zu verpassen, drückt auch auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!